I have added a few more slides to the PowerPoint, so I use some other stuff today and tomorrow, so I will put that on the stick after lunch again and put it here. Huh? Ich habe meiner PowerPoint noch ein paar Folien hinzugefügt. Ich werde da noch ein bisschen anderes Material mit reinbringen und das liegt auch noch auf den Sticks. Okay, so you have the stuff you need. Dann könnt ihr alles davon bekommen, was ihr braucht. If you don't need it, don't copy it. Wenn es nicht braucht, müsst ihr es auch nicht kopieren. Okay, we were at those cycles of the judges yesterday. Gestern haben wir uns diese Zyklen im Richter angeschaut. And I said I want to have a bit of an overview of those 7 guys. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass wir uns einen Überblick verschaffen von diesen 7 Typen. There are more judges, but the other ones are usually just mentioned in a brief sentence, very summarized. Es gab ja noch weitere Richter, aber die sind meistens in einem kurzen Satz zusammengefasst. And of course, one of the guys, Abimelech, he's a bit special. Einer von den Typen, Abimelech, ist besonders. The cycle is there, but it's not so nicely named as in the other ones. Der Zyklus ist auch vorhanden, ist aber nicht so klar benannt wie bei den anderen. And he is actually fighting against his own people instead of the enemies. Und er kämpft in Wirklichkeit gegen sein eigenes Volk und nicht gegen den Feind. So things are getting worse, starting with Gideon and really bad when we end up with Samson. Es geht los mit Gideon, dass die Dinge sich wirklich zum Schlechten drehen und wenn wir dann zu Simson kommen, dann ist es schon ziemlich schlimm. But we will look into Ruth later on, so we'll be cheered up again. So. Aber wir schauen uns dann auch noch Ruth an und das heitert uns dann wieder auf. Okay, I got a suggestion for the missing S here instead of silence. Timo suggested siesta, that may be an option, so I'll think about it. Timo hat vorgeschlagen, dass ich statt dem Silent für die Ruhe auch Siesta sagen könnte. So I can stick to my S pattern. Dann kann ich weiter mit meinem S machen. So, what are these judges? What are they doing? What can we learn of them? Wer sind diese Richter? Was tun sie? Was können wir von ihnen lernen? Othniel has a very short passage, but actually occurs twice. Othniel hat eine ziemlich kurze Stelle, aber er kommt zweimal vor. He is first introduced in chapter 1. Zunächst mal wird er in Kapitel 1 vorgestellt. And there he takes a city in Judah and through that gets a wife from Caleb. Da erobert er eine Stadt in Juda und bekommt dafür eine Frau von Kaleb. And then he kind of disappears from the picture. Dann verschwindet er wieder für eine Weile. A few other things are taking place, and then in chapter 3 he is the first judge that helps the Israelites. Da passieren dann ein paar andere Dinge und dann in Kapitel 3 ist er der erste Richter, der Israel zur Hilfe kommt. The Israelites, I made like a little, what do you call that? Index card on all the judges, so we just keep it this way, it's easier. Ich habe so eine kleine Karteikarte angelegt für jeden einzelnen Richter. So the oppression was lasting 8 years until he got judge or became judge. Die Unterdrückung dauerte etwa 8 Jahre an, bevor er Richter wurde. His area usually is down here. Sein Bereich wird normalerweise da unten gesehen. And that's where he started. Da fing er auch an. But the guy who actually oppressed them was a prince or a king, Kushan Rishatayim. Aber I don't want to pronounce it. der König, der sie unterdrückt hat, der Kisham, Whatever. Sorry. It's okay. I learned these names, that's why I can say it. So, he is actually somewhere from Syria or Aram up here. Der kommt eigentlich aus Syrien oder Aram, wie das damals hieß, da oben. Now, you remember the geography we looked at. Israel was where all the trading routes are. Erinnert ihr euch noch daran, dass wir uns die Geografie angeschaut haben und da kam raus, dass Israel direkt auf den Handelsrouten lag. And whoever controls this territory has a safe territory and income. Wer immer also ihr Gebiet kontrolliert hat, hatte selbst ein sicheres Territorium und dadurch auch viel Wohlstand. So this guy most probably forced the Israelites to pay tribute to them and therefore control the territory. Dieser König hat also scheinbar die Israeliten gezwungen, ihm Tribut zu zahlen und hat damit das Territorium kontrolliert. We don't get any details where and how Othniel fought this king, but it must have been somewhere in the north. Wir lesen keine
Einzelheiten dazu, wann und wie Othniel, wo und wie Othniel ihn bekämpft hat, aber das muss irgendwo da im Norden gewesen sein. Okay. But in any case, he was successful. Auf jeden Fall war er erfolgreich. He was opposing the enemy as such and liberating the people, and they had rest for 40 years. Er ist aufgestanden gegen den Feind und hat sein Volk befreit und dann hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Now, he was not appointing himself as a judge. The text says God gave them a judge, so God was involved. Er hat sich nicht selbst zum Richter ernannt, sondern im Text steht, Gott hat ihn als Richter ernannt und das heißt, Gott war darin involviert. Which means we are the terms that are used are very close to the pattern that we have already looked at. Und die Begriffe, mit denen das hier beschrieben sind, die passen sehr gut in das Muster, das wir uns gestern schon angeschaut haben. From 2:6 to 3:5. Das Muster, das in Kapitel 2 von 2,6 bis 3,5 beschrieben ist. 6 to 3:6. So, in general, the picture we get, I made a little evaluation here because today you need to evaluate everything. Ich habe hier so eine kleine Auswertung von seiner Richterzeit gemacht. So from good to medium to quite bad. Und die Skala, die reicht von gut bis mittel bis ziemlich schlecht. I could use eBay 5 stars or something like this, but I chose this. Ich hätte auch so ein 5-Sterne-System aussuchen können bei eBay, aber ich habe mir sowas hier gemacht. Okay, so in general, fairly good judge. He did the job and everything seems working well. Allgemein kann man sagen, es war ein ziemlich guter Richter. Er hat den Job geschafft und es lief ziemlich gut. Okay. Now, the next judge is King or Judge Ehud. Der nächste Richter ist der Richter Ehud. And it's very similar to Othniel, sorry. Und die Geschichte ist sehr ähnlich wie bei Othniel. The time frame is that there was an oppression of about 18 years. Der Zeitrahmen ist, dass die Unterdrückung etwa 18 Jahre andauerte. And the oppression this time came from Moab, so from the opposite side of the Jordan. Diesmal kam die Unterdrückung von Moab, also von der anderen Seite des Jordans. It says that the Moabites were controlling the fords of the Jordan, so where you could cross over. Das heißt, dass die Moabiter die Jordanfurten kontrolliert haben, da wo man über den Jordan laufen kann. So basically they were controlling traffic. Im Prinzip haben sie wieder den Verkehr kontrolliert. So trade was under their control. That makes it very difficult. Das heißt, der ganze Handel war unter ihrer Kontrolle. Das hat es schwierig gemacht für Gottes Volk. We don't know exactly how far east or north, west or north they had an influence. Wir wissen nicht, wie weit westlich oder nördlich ihr Einfluss reichte. But certainly the border regions and the areas up to Jerusalem, up to the mountains, they were definitely affected. Aber die Grenzregion und so bis nach Jerusalem, bis zu den Bergen hin, das war auf jeden Fall davon beeinflusst. So in that case, it was again pressure on the Israelites here in the southern central area. So entstand wieder ein ziemlicher Druck auf die Israeliten da in dieser zentralen Gegend. Now the story is a bit weird. Die Geschichte an sich ist ein bisschen komisch. It says that he went to pay tribute to King Eglon, who was in Moab. Es heißt da, dass er hinzog, um dem König Eglon in Moab Tribut zu bringen. So that shows how these kingdoms worked at that time. Das zeigt uns, wie das damals funktioniert hat mit diesem Königreich. If someone controlled a territory, he said, you have to pay me this and this much every year or every half year. Wenn jemand so ein Gebiet kontrolliert hat, dann hat er den Leuten da gesagt, ihr müsst mir einmal oder zweimal im Jahr diese Summe an Geld bringen. And if you don't, I will be there with my troops. Wenn ihr das nicht tut, dann bin ich sofort dort mit meinen So, Soldaten. pay or be punished, basically. Also, bezahlt das oder wird bestraft. So Eglon was receiving tribute, and it seems that Ehud was the official who brought the tribute to him. Also Eglon hat diesen Tribut erhalten und es scheint, dass Ehud derjenige war, der ihm den Tribut gebracht hat. Now there is a little detail which, when we read it, we think, why is it there?
You remember the detail of reading it? Da wird ein Detail erwähnt und da fragt man sich vielleicht, warum steht das da? Yeah, left-handed, okay? Der Ephod war Linkshänder. Why is it important if someone is left-handed? Warum ist es wichtig, dass der Linkshänder ist? Any ideas? Was meint ihr? Die linke Hand war die unsaubere Hand, oder? Ja, in dieser Zeit, ja. The left hand was the unclean hand, yeah. But it's another reason. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Ja. Manu hat gesagt, dass es vielleicht daran liegen könnte, weil wenn man Rechtshänder ist, dann hat man das Messer meistens am linken Bein. Ja. Und weil er Linkshänder war, hatte er es rechts am Bein. Und da wurde nicht geschaut, weil alle dachten, es ist links. Ja, genau. Perfect. Good point. That's a kind of Yeah. information that's interesting to guys. Yeah. So, yeah, it's true. Knives and guys somehow go together. So. Also Messer und Jungs, das passt schon irgendwie zusammen. Okay, so that's the point. He was not checked on the right side, but on the left side, so he knew he would get through with the knife, or he hoped. Darum ging es. Er hat es geschafft, das Messer reinzuschmuggeln, weil er schon wusste, dass sie ihn nur auf der anderen Seite checken. Oder zumindest hat er das gehofft. They were checking a bit less intense than they do it today in the airports. So. Scheinbar waren für die Security-Kontrollen damals nicht so intensiv wie heute am Flughafen. Okay, so he goes into the king and he pays the tribute. Er geht also rein zum König, er übergibt den Tribut. And then he makes his little performances. Oh, I have a secret message for you. Und dann macht er so ein kleines Drama, und ich habe noch eine Geheimnis. And the king says, everybody out. Der König sagt, alle raus. And then he kills him. Dann bringt er ihn um. And the description is a bit graphic. Und das ist ein bisschen zu bildhaft, wie uns das dargestellt So wird. he hides the knife with hilt in the belly of the person. So, Im Prinzip braucht er dieses Messer irgendwie voll in den Bauch, bis es nicht mehr zu sehen ist. so what I like about these stories when they are so graphic Was mir gefällt, wenn solche Geschichten so bildhaft beschrieben sind, is they don't try and cover up things. da wird nichts vertuscht. It's bad people are really bad, ugly things are really ugly, good people are really good. Schlechte Leute sind wirklich schlecht. Schlimme Dinge, die passieren, sind wirklich schlimm und gute Leute sind wirklich gut. So we can take the Bible serious because it's not trying to cover up. Wir können die Bibel ernst nehmen, weil sie nicht versucht, etwas zu vertuschen. And we see that in many little details. Das sehen wir in vielen kleinen Details. I mean, some of these guys, they really have character deficits and you see it. Manche von diesen Richtern hatten echte Charakterprobleme und die sehen wir. And that helps to take the Bible serious. Das hilft uns, die Bibel ernst zu nehmen. It's not trying to show people in a good light when there is no good light. Sie versucht nicht, Leute in ein gutes Licht zu stellen, wenn sie es eigentlich nicht sind. And it's not always to try and, or it's not covering up when something is ugly, it's shown. Und es wird auch nichts vertuschen, was hässlich ist, sondern es wird klar gezeigt. So it's not a work of fiction you would cover up in a work of fiction. Es ist also keine erfundene Geschichte, wo man sowas ein bisschen vertuschen würde. Okay, so we have the guy leaving and he tricks the guards as well. Also dann macht er sich aus dem Staub und er schafft es auch, die Wächter auszutricksen. Until they find out that their king is dead, he is already back and he can sound the trumpets, the alarm, and they can take the forts for Israel. Bis sie bemerken, dass ihr König tot ist, ist er schon wieder auf seinem Gebiet und er kann die Posaune blasen lassen und seine Truppen versammeln. And it says that they killed 10,000 men of Moab. Und das heißt dann, sie haben 10.000 Männer von Moab getötet. Now again, all these numbers, and we have a lot of those in Judges, I'm not sure how exact they are. Zu der Zahl würde ich wieder sagen, das bin ich mir nicht sicher, wie genau die ist. They may be, that's no problem. Das könnte schon genau But they stimmen. also may be guesses or they may have rounded things, yeah? Kann auch sein, dass es so geschätzt war oder dass sie es gerundet haben. So we're not really sure. Und wir wissen also nicht genau. Okay. And I don't want to write books about not being sure, so we just know it's not so certain. Ich finde es albern, Bücher darüber zu schreiben, dass wir uns nicht sicher sind, aber ich möchte einfach sagen, dass wir uns nicht
ganz sicher. So, he was called by God. God strengthened Ehud, so it's God's calling involved. Wurde von Gott berufen. Das heißt, der Herr erweckte ihn einen Retter Ehud. Yeah. Also wurde von Gott berufen. And the land had rest for 80 years afterwards. Und das Land hatte hinterher 80 Jahre lang Ruhe. And he is still on the good side here. Und er ist hier noch auf der guten Seite der We Skala. don't learn a lot about him personally, except that he's left-handed and had a knife. So, Über den Mann selbst lernen wir nicht so viel, außer dass er ein Linkshänder war und ein Messer hat. okay. Which, by the way, is a very expensive thing at the time. Was übrigens ein ziemlich teures Instrument damals war. Not many people had iron weapons at the time. Nicht viele hatten damals eiserne Waffen. So he must have also had some good income in order to afford such a. Er musste also ein gutes Einkommen haben, um sich das leisten zu können. Okay, so that's what we learn about Ehud and Eglon. Das ist also, was wir über Ehud und den König Eglon. And then we have Deborah and Barak. Dann haben wir Deborah und Barak. Deborah is kind of almost singled out in the Old Testament as a judge. Steht alleine da. Ja. Also die Deborah ist was ganz Besonderes, sie steht alleine da als Richterin im Alten There Testament. were women leaders or women involved in leadership somewhere here and there in the Old Testament. Auch sonst gab es hier und da mal eine Frau in Leiterschaft während des Alten Testaments. So it was not totally strange, but it still was uncommon. Es war also nicht total seltsam, aber es war schon ziemlich ungewöhnlich. So she was a person who heard from God and who judged people. Sie war also eine Person, die hat von Gott gehört. And she did that near Ramah and Bethel. Sie hat das Volk gerichtet und das hat sie in der Nähe von Rama und That's where the Bethel. blue dot is here. And she somehow had the idea that she has to call Barak in order to fight against the military leader of their enemies. Und das war hier etwa über den Traumpunkt und sie bekam dann den Eindruck, sie soll den Barak aufrufen, dass sie gegen ihre militärischen Feinde kämpfen. The enemy in this case is Jabin. He is king in Hazor, and Hazor is up here close to the Sea of Galilee. Der Feind, um den es hier ging, war Jabin, der war der König von Hazor und das war da oben das See Genezareth. And the king is simply called the king of Canaan. Dieser König wird einfach als König Kanaans beschrieben. But through other passages we can figure out he was up there in Hazor. Aber durch andere Textstellen können wir herausfinden, dass er da oben bei Hazor regiert hat. And he had 900 iron chariots, again, very rare. Dieser König hatte 900 eiserne Streitwagen, das war selten. The iron chariots usually were something that the Philistines would use in the plains. Waren diese eisernen Streitwagen etwas, was die Philister unten in der Ebene nutzten. So, against an army which was poorly equipped, these were tremendous enemies with these weapons. Das waren verheerende Kriegswaffen gegen einen Feind, der nicht so gut militärisch ausgerüstet war. Okay, now, Deborah calls Barak to go up to the plain of Jezreel to Mount Tabor. Deborah sagt Barak, er soll hinaufziehen zur Ebene von Jezreel beim Berg Tabor. And she said that she would get Sisera, the army leader of this king, that he would go there as well and meet him there. Sie sagt, dass sie Sisera, den Hauptmann von dem König, auch dahin bringt. Now, we're not told how she planned doing that, Wie sie vorhatte, das zu tun, wird uns nicht gesagt. so it's just a fact that is stated. Sie sagt es einfach so als Fakt. Okay. Now, Barak seems to be a little bit uncertain or unsure. Barak ist sich etwas unsicher. So he says, I'll go when you come. Und also sagt er, naja gut, wenn du mitkommst, dann gehe ich. And the meaning basically is, I will risk my neck when you are willing to risk your neck. Und sie sagt, ich bin bereit, mein Leben zu riskieren, wenn du deins riskierst. I'm not just going and you sit here. Ich gehe nicht einfach und du bleibst hier. Okay, so that's what they do. Das machen sie dann. She gives him another prophecy and says that you will not get the honor of killing
Sisera, but a woman will. Gibt ihm daraufhin eine Prophetie und sagt, du wirst nicht die Ehre dafür bekommen, dass du den Sisera umbringst, sondern eine Frau wird diese Ehre bekommen. And then we have a description of the battle and of the killing of Sisera when he flees from the battle. Dann folgt eine Beschreibung der Schlacht und auch, wie Sisera umgebracht wird, nachdem er von der Schlacht flieht. It's again a rather graphic description how Sisera was killed. Wieder wird uns das sehr genau dargestellt, beschrieben, wie er getötet wird. We have our tent peg, which must be a big piece of wood, and Es gibt so einen Zeltpflock, das muss ein ziemlich großes Holzstück sein. You could also almost make a Dracula movie out of this passage here. So Kann man fast einen Monsterfilm daraus machen hier. okay, so Jael kills him, and Jael is the wife of a Kenizzite. Jael ist diejenige, die ihn umbringt, und Jael ist die Frau eines Keniziters. Yeah, and Kenita, glaube ich. Kenitas. Yeah. Now, who are those guys? Wer waren die Keniter? Those were the relatives of Moses that settled down here, and they are mentioned at the beginning of Judges as well. Das waren die Verwandten Moses, die sich da unten im Süden niedergelassen haben, die werden auch am Anfang des Buches erwähnt. And we have one record that a group or a family of the Kenizzites moved north, and Jael happens to be of that family. Es gibt eine Erwähnung, die uns besagt, dass ein Teil von diesen Kenitern in den Norden gezogen sind. Und Jael war Teil dieser Familie. Now, this information is scattered in little sentences here and there in the book, and it's not easy to see. Diese Information ist in kleinen Fragmenten verteilt über das Buch und es ist nicht so leicht, das zu sehen. So what you would need to do is read the book several times, and then you notice these little things. But I know you're reading enough, so don't do it. Aber wenn man das Buch ein paar Mal durchgelesen hat, dann fängt man an, diese Details zu bemerken. Natürlich, ich weiß erst, dass ihr das sowieso schon viel lest. Okay, so the whole process, they defeated the army, and therefore later they were able to get rid of King Jabin as well. Also der Prozess geht dann so, zunächst mal haben sie die Schlacht gewonnen, die Armee besiegt und dann später konnten sie auch den König loswerden. Deborah made a song out of this whole fight. Deborah hat die ganze Schlacht in ein Lied verpackt. So that's chapter 5 basically. Das ist Kapitel 5. And we can see with the technical details the oppression lasted 20 years. Und wir können wieder sehen, die Unterdrückung, die dauerte 20 Jahre an. Barak was called by Deborah, but she obviously heard from God. Barak wurde von Deborah berufen, die das von Gott gehört hatte. And the land had rest for 40 years. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe. And Barak basically is also on the good side, together with Deborah. Barak zusammen mit Deborah stehen auf der guten Seite. Except that he didn't want to risk too much. Außer dass er nicht zu viel riskieren wollte. Now, interesting is that Barak is also mentioned in the list in Hebrews 11, in the Heroes of Faith. You have read that. Sehr interessant, dass Barak auch in Hebräer 11 in dieser Liste der Glaubenshelden erwähnt ist. No details, just in a summary. Da stehen keine Details über ihn, nur erwähnt in einer Zusammenfassung. That's where the writer of Hebrews says, and I don't have enough to also mention Barak and Gideon and so on. So he's in that list there. Wo der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, ich könnte noch so viel aufzählen, aber ich habe nicht genug Platz, um noch Gideon und Barak und so weiter zu erwähnen. Da ist er mit drin. So he's in there as well. Next one is Gideon, and that's, yeah, sorry. Darf ich noch kurz was zu der vorhin fragen? Sure. Also, die Jael, Ja. die hat ja den Sisera, also diesen Typ umgebracht. Ja. Aber sie ist ja auch eine Kananiterin und er ist ja der kananitische. Eine Keniter ist Deine Keniterin. Okay. Ja. Okay. Und die Keniter waren eben die Nachfahren oder die Verwandten von Mose. Ja. So Jael, she was not a Canaanite, but a Kenite. Kenite. Yeah. She was a relative of Moses. All these nights are rather strange in this book. So. Diese ganzen Nita, alle ein bisschen seltsam. Yeah. Okay. Good. So with Gideon, we have not one place of opposition, but several places. Bei Gideon gab es nicht den einen Ort, wo
unterdrückt wurde oder gekämpft wurde, sondern mehrere. Now, if we look at the oppression, it lasted for about 7 years. Die Unterdrückung dauerte etwa 7 Jahre an. And the people who oppressed them were Midianites and also Amalekites. Die Unterdrücker waren Midianiter und Amalekiter. Now, when you look up on your map, you will not find Midian here. Auf eurer Karte werdet ihr Midian nicht finden. Where is Midian? Wo ist Midian? You looked at it, but you may not remember. Ihr habt euch das angeschaut, aber vielleicht erinnert euch. Did you looked at maps when you did the Exodus? Habt ihr Karten angeschaut, als wir den Auszug hatten? Or no? Okay, sorry then. Der Louis hat euch eine Karte gezeigt, wo Sinai wahrscheinlich war. Mit Ja. einer möglichen Route, genau. Yeah. So, Midian is east of Sinai on the other side of the Gulf. Midian ist östlich des Sinai auf der anderen Seite des Golfes. And it's the area where Moses went when he fled from Egypt. Das ist auch das Gebiet, wohin Mose geflohen ist, als er zuerst aus Ägypten weggeflogen ist. So it is a desert area. Es ist eine Wüstengegend. The Midianites are nomadic people, they have a couple of towns, but not many. Die Midianiter, das sind nomadische Stämme, die hatten schon ein paar Städte, aber nicht viele. And nomadic people would mean you wander where you find food for your animals. Ein nomadisches Volk heißt, die sind umhergezogen, immer dahin, wo es was zu essen gab für ihre Tiere. Like the Israelites did when they were in the wilderness. Genau wie Israeliten, als sie in der Wildnis waren. So, sporadically there was no food down there for the Midianites, so they would come north and find the food here. Es gab Zeiten, da gab es kein Essen unten in dem Gebiet für die Midianiter, dann zogen sie also nordwärts, um dort Nahrung zu finden. And if that's only a small group or a clan, that's no problem. But if there is no food down there, everyone comes up here. Wenn es jetzt nur ein kleiner Stamm war, ein kleiner Clan war, dann war das nicht so das Problem. Aber wenn es da unten überhaupt nichts mehr zu essen gab, dann sind sie alle hochgezogen. And therefore, that seems to be a situation where they come like locusts and cover the land. That's one of the terms. Und das hat scheinbar zu so einer Situation geführt, die hier beschrieben ist, dass wie Heuschrecken kamen und das Land einfielen. So they would come in regularly, take what they can, devastate things and leave again. Sie sind also immer wieder reingekommen, haben alles genommen, was sie konnten, haben die Dinge haben verwüstet und sind dann wieder abgehauen. And obviously that's a problem for those who live there, that's quite clear. Das war natürlich ein Riesenproblem für die, die dort wohnten. So it seems that this happened for 7 years. Scheinbar passierte das 7 Jahre lang. And it also seems that the Amalekites who are over here and had a similar lifestyle with a bit more settlements, they would join in as well. Und es scheint, dass die Amalekiter, die da im Osten wohnten, einen ähnlichen Lebensstil hatten mit ein paar mehr Niederlassungen, dass sie da mitgemacht haben. Okay, so that's the situation, and Gideon is basically involved in helping to sort out that situation. Das war also die Lage und Gideon war dann auserwählt, um zu helfen in dieser Situation. But he doesn't start with helping the enemy that is coming, he starts with changing the religious system. Aber er legt nicht damit los, dass er gleich den Feind bekämpft, sondern er fängt an, das religiöse System umzuwälzen. An angel of God meets him and tells him to destroy the altar of Baal, which is the altar of his father. Ein Engel Gottes kommt und sagt ihm, er soll den Baal zerstören. Das war der Götze seines Vaters. So obviously we suddenly have idolatry. Das heißt, wir treffen hier auf Götzendienst. And his father seems to be a leader in that, if it's his altar. Und sein Vater scheint dabei eine führende Rolle gehabt zu haben, wenn es sein Altar war. So he wants obviously some proof. Das heißt, er möchte einen Beweis dafür. The angel burns some sacrifice and he has his proof. Gideon möchte einen Beweis zur Sicherheit und dann kommt also der Engel und der verbrennt etwas. And then Gideon in the night destroys the altar and builds an altar to God. Und dann zerstört Gideon nachts diesen Götzenaltar und baut Gott einen Altar. And this creates some problems for the family. Das führt zu einigen Problemen innerhalb der Familie. The family or the Israelites want to kill Gideon for doing that.
Die Israeliten wollen Gideon umbringen dafür, dass er das getan hat. And his father has a smart